Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Bujo auf YouTube. Wir beginnen hier mit dem Habit Tracker, weil ich das mit dem Film noch ein bisschen üben muss. Das nächste Video im März wird aber auf jeden Fall bedeutend besser. Bei dem Habit Tracker ist mir vor allem wichtig, dass ich da drin habe Sport, kein Zucker, gesundes Essen und mindestens 2 Liter getrunken am Tag. Farblich orientiere ich mich an den Hornfeilchen. Hornfeilchen sind das Thema an diesem Monat, weil ich normalerweise Hornfeilchen auch im Februar immer pflanze. In diesem Monat ist das nicht so, weil wir natürlich versuchen, etwas weniger vor die Tür zu gehen, wie hoffentlich andere auch, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Das ist aber bei uns kein Problem, weil sich die Hornfeilchen der letzten Jahre schon von selbst verteilt haben im Garten. Und von daher haben wir ein paar, die jetzt auch blühen. Hornfeilchen sind ja diese kleinen Stiefmütterchen, sehen einfach nur etwas niedlicher aus und wir kaufen immer die in so schönen lila Tönen. Die gibt es auch mit Gelb, aber Gelb mögen wir so gar nicht. Aber lila oder so ein heller Fliederton ist ja sehr schön. Ich benutze hauptsächlich zum Zeichnen die Tombow-Stifte und die Micron. Das hat einfach den Vorteil, dass diese Micron-Stifte, die trocknen einfach sehr stark aus und lassen sich auch durch die Tombow-Stifte nicht so aufweichen. Also es fließt nicht so ineinander. Wobei ich bei meinem Bujo leider etwas aufpassen muss. Die Seiten sind relativ rau. Das macht diese Micron-Stifte auch leider etwas schneller kaputt. Bei den Tombow-Stiften ist ganz schön, dass man die auch etwas ineinander fließen lassen kann und dass die auf Wasserbasis sind. Ich habe mir vor ein paar Monaten welche auf Alkoholbasis gekauft, die kann ich jetzt leider nicht verwenden, weil die wirklich stinken, unfassbar stinken. Und da ich gerade jetzt im 6. Monat schwanger bin, möchte ich nicht irgendetwas verwenden, was irgendwelche ekligen Dämpfe abgibt. Da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das gesund ist. Ja, jetzt sind wir gerade auf der Übersicht für die erste Woche im Februar. Ja, ich habe ja auch überall Herzchen verteilt, weil die meisten jetzt für den Februar natürlich Valentinstag als Thema gewählt haben. Valentinstag ist für mich allerdings ein Tag, wo man sich einfach Zeit füreinander nimmt. Kein Tag, wo man sich so großartige Geschenke macht, sondern eher ein Tag, an dem man zusammen rausgeht, vielleicht essen geht, wenn nicht gerade Corona ist. Einfach eine schöne gemeinsame Zeit hat. Vor allen Dingen eine bewusste Zeit, wo man vielleicht auch nicht die ganze Zeit am Handy hängt. Das hier oben links, was ich da gerade mache, das ist ja diese Wochenübersicht für den gesamten Monat. Mir hilft das immer ganz gut. Vor allen Dingen dann, wenn man vielleicht auch Termine machen möchte am Telefon und man sieht das da nochmal, ist das für mich immer sehr praktisch. Ihr seht ja auch leider wie eben schon, dass ich häufig die Hand davor habe, vor dem, was ich zeichne. Das stört jetzt noch ein wenig, aber ab März sollte das alles besser werden. Hier arbeite ich auch eben wieder, wie ich eben gesagt habe, mit den Microns. Lass das jetzt also trocknen, zeichne in der Zeit andere Dinge weiter und gehe dann erst später, wenn ich auch alles wegradiert habe, von den Vorzeichnungen mit den Tombow-Stiften drüber. Kleine Herzchen male ich natürlich auch aus. Sollen ja doch auch auffallen. Jetzt arbeite ich mit den Tombows und selbst mit den Tombows kann man ganz gut Schattierungen vornehmen, indem man entweder mit derselben Farbe über eine Stelle nochmal drüber geht oder aber eine dunklere Farbe wählt.
Man sollte vielleicht nur vorher prüfen, ob das Papier, was man da verwendet, dick genug ist, sodass es nicht auf der anderen Seite durchscheint. Meistens ist es kein Problem mit den Stiften, zumindest bei den Tombos, aber bei vielen anderen Stiften oder wenn man jetzt besonders viel Farbe verwendet, kann es eben doch mal passieren, dass es auf der anderen Seite durchscheint. Und das ist immer ein bisschen schade. Das lässt halt auch das, was man auf der vorherigen Seite gemalt oder gezeichnet hat, sehr unordentlich wirken. Hier verwende ich gerade die Fudenosuke, ebenfalls von Tombow. Die sind richtig, richtig gut. Die habe ich einmal in Blau und in Grün. Der eine Stift ist etwas härter, der andere etwas weicher. Es erfordert allerdings etwas Übung, die richtig zu verwenden. Aber wenn man das dann mal einigermaßen kann, ist es echt eine gute Sache, weil es einfach viel schneller ist, als wenn man das mit dem Fineliner macht. Trotzdem, so wie hier, mache ich es eben doch teilweise noch mal ganz gerne mit dem Fineliner. Sorgt einfach dafür, dass man noch etwas mehr Kontrolle hat am Anfang. Jemand, der geübter ist, braucht das wahrscheinlich nicht mehr, aber ich schon. Ja, mit dem Fineliner lässt sich natürlich auch noch mal gut eine Schattierung vornehmen. Dadurch bekommt die Zeichnung einfach noch mal etwas mehr Tiefe. Ihr habt ja gerade das Titelbild gesehen und den Mood-Tracker. Das ist das, was jetzt halt leider fehlt. Aber ja, im nächsten Monat wird es ja besser. Und hier nochmal die Wochenübersicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr werdet auch hoffentlich das nächste Video sehen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis bald. Tschüss.